Gibt es noch Klarheiten, die ich beseitigen kann? Ich flow einfach dem so nach, was ich so fühle. Das habe ich jetzt so verstanden. Du startest, wie du startest. Du kannst auch im Stehen starten. Ich würde mich auch hinsetzen. Ja. So, ja. Bestimmst du dich im Moment, wenn du sagst, es ist da, schließt du die Augen. Das bin ich, Antonia, beim Coaching Fette Körper in Bewegung. Ich bin dick. Das zu sagen fällt mir schwer. Wieso eigentlich? Man sieht es doch. Kein Bauch einziehen, nicht nachdenken, Blicke zulassen. Das ist eine extreme Überwindung für mich. Die Idee, weshalb man das überhaupt mal machen sollte, ist es A, dass man selten fette Personen so sieht und man gleichzeitig sozusagen einchecken kann, okay, was macht das mit mir? Was sind so meine Bilder zu Fettness, die auf einmal hochkommen? Ich habe oft das Gefühl, beobachtet zu werden, verurteilt, nur weil ich dick bin. Warum ist das so? Wirklich darüber gesprochen habe ich noch nie mit jemandem. Das will ich ändern. Hallo. Antonia, hi. Hi, Max. Freut mich. Max setzt sich schon sehr lange damit auseinander, wie Dicke wahrgenommen werden und arbeitet als Therapeutin. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und du dürftest dir wünschen, schlank zu sein, würdest du nicht machen? Will ich nicht nehmen, den Deal. Der reizt mich auch nicht. Reizt mich wirklich nicht. Weil das kann ich sagen. Man müsste das mich weiß richtig ich nicht. bezahlen. Echt? Ja. Weil das, ja, irgendwie. Ne, das sind ja zwei Sachen, die da reinkommen. Ne? Das eine ist, wie reagiert die Welt auf dich? Und die reagiert dann anders auf dich. Und du wirst mehr Privilegien haben. Ja. So. Also manchmal stelle ich mir schon vor, es wäre doch irgendwie vielleicht einfacher, leichter oder so dieses freier. Also ich glaube, das Gefühl von Freiheit verbinde ich so ein bisschen mit Schlanksein. In vielerlei Hinsicht. Also Freiheit, Freunde, Freundinnen treffen sich und gehen klettern. Und ich überlege, bin ich dafür zu schwer? Passe ich in den Gurt? Komme ich konditionell mit, wie auch immer. Ich weiß, also ich habe dann sofort Gedanken, dass mein Dicksein mich blockiert. Und meine ganzen anderen Freunde und Freundinnen, die vielleicht schlank sind, die machen sich doch nicht einen Gedanken darüber, ob sie in den Klettergurt reinpassen oder ob sie zu schwer sind. Wenn ich dir anbieten würde, so, Magic Max hat was drauf, ne? Kann sagen, hier, so, dünn. Ja. Dünn, in Wertschätzung mit deinem Körper. Und da bin ich nur dünn? Ja. Es ist keine leichte Entscheidung. Stand jetzt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es verstehen. Ich weiß es nicht. Ich habe total ein ganz großes Herz für dieses Hin und Her, wo du gerade drin steckst. Fette Sau, Walross. Ich schäme mich, mit dir schwimmen zu gehen. Das wurde schon zu mir gesagt und hat mich extrem verletzt. Ich glaube, jede dicke Person kennt das. Auch deshalb kämpfen viele wie Johanna, Faris und Hanife gegen ihr Gewicht, machen Diäten oder lassen sich am Magen operieren. In ihren Selbsthilfegruppen erleben sie das immer wieder. Sie haben selbst teilweise über 200 Kilo gewogen. Und als Kind schon wurde ich gehänselt in der Schule. Da hieß es immer hier, die mit dem dicken Po und so. Ja, das wurde schon im Kindesalter, hatte ich gelitten. Im Kino waren Situationen, wenn ich mich hingesetzt habe zum Beispiel, dass Leute hinter mir gelacht haben. Ich habe dann bei mir selbst Druck ausgeübt. Du musst. Du willst doch jetzt nicht schon wieder dastehen. Die reden ja dann schon wieder einen Grund denen zu geben, wieder zu reden. Ich habe immer wieder versucht, an mir zu arbeiten. Weil jeder gesagt hat, du bist schuld, du musst was ändern, du musst da. Aber irgendwann mal war ich überfordert. Egal, was ich gemacht habe, ich kam nicht mehr weiter. Die Leute brauchen Hilfe. Sie sind stark übergewichtig, sie müssen abnehmen. Also brauche ich eine zielführende Therapie, die ihnen weiterhilft. Und das muss bei jeder Krankheit sein. Aber ich bin jetzt nach der Klassifizierung auch adipös, übergewichtig, all das. Aber ich brauche keine Hilfe. Doch.
sorry, wenn ich es sage. Ich sag dir, grundsätzlich, du brauchst jetzt noch keine Hilfe. Ja? Weil du bist relativ jung. Irgendwann kommen mit diesem Gewicht gewisse Begleiterkrankungen. Ne? Adipositas-Patienten haben ein höheres Risiko für Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und. Natürlich, jetzt in dem Moment geht es dir gut. Aber lass uns einfach in 10 Jahren nochmal unterhalten. Seid ihr alle operiert? Oder? Ja. Und was hat sich seitdem für euch verändert? Die Lebensqualität. Also ich nehme persönlich jetzt viel, viel mehr am Leben teil. Du kannst wieder vernünftige Klamotten anziehen, du kannst Sport machen. All das, was früher nicht möglich war. Gibt es auch Leute, die tatsächlich irgendwie negative Folgen von der OP haben? Also im Endeffekt habe ich, bevor ich mich operiert, also am Anfang habe ich immer sehr viel Stress und gewisse Dinge kompensiert mit Nahrungsaufnahme. Viel gegessen, nachts viel gegessen und. Heute ist es so, dass ich versuche, diese eingeschränkte Möglichkeit, Essen aufzunehmen und damit gewisse Dinge zu kompensieren, dass ich die mit Alkohol kompensiere. Faris sagt, dass er ein Alkoholproblem hat. Weniger Gewicht, aber dafür süchtig? Für mich kein so guter Deal. Eigentlich fühle ich mich wohl, aber dann denke ich an das Gespräch mit der Selbsthilfegruppe. Dass ich in 10 Jahren krank sein werde, höre ich immer wieder, ob ich will oder nicht. Und es ärgert mich auch. Es ist doch mein Körper, meine Gesundheit. Ich bin mit Charlotte verabredet. Sie hat entschieden, nie wieder eine Diät zu machen. Auf Instagram spricht sie offen darüber. 180.000 Menschen folgen ihr. Wow! Ich glaube, dass es viele auch echt triggert, dicke Leute essen zu sehen. Man ist ja auch sehr schnell damit, bei dicken, auch gerade Kindern, Essen zu kommentieren. Auch dieses, du isst schnell oder du isst langsam, du isst viel, du isst wenig. Genau. Du isst schnell. Du weißt nie, was die andere Person vielleicht gerade durchmacht, wie schwierig es vielleicht generell für die ist zu essen. Ich finde gerade Kommentare zu Essen, zu Portionsgrößen, zu der Frequenz, das sind mit die Kommentare, die mich am heftigsten verletzen. Mich auch. Weil ich glaube, dass ich die auch so früh schon gehört habe. Ja, ich bin voll bei dem. Essen ist immer noch mein größtes Thema, würde ich sagen. Aber auch gar nicht, weil ich dick bin und esse, sondern eher, weil ich eine essgestörte Vergangenheit habe. Inwiefern? Oder es gab Zeiten, in denen ich nicht gegessen habe. Ja. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben mich in 1-2 Jahren nicht essen sehen. Ja. Und wenn, dann war es Obst oder Gemüse. Und das wiederum hat keiner kommentiert. Im Nachhinein verletzt mich das auch so krass, dass ich gemerkt habe, da hätte man viel, viel eher mal Kommentare machen können. Das stimmt. Und die kamen halt. Ja, das war bei mir auch so. Und ich meine, ich habe, weißt du, unterschiedlich schon gewogen und unterschiedliche Formen und Größen gehabt. Und dann habe ich abgenommen und ich bin ständig in Ohnmacht gefallen. Ich bin einfach so zusammengeklappt. Also der Körper hat einfach Zeichen gegeben. Und das ist dann gesund. Aber für immer dick sein, kann ich das wirklich akzeptieren? Mein Leben lang habe ich mich an schlanken Körpern orientiert. Und kann ein Workshop daran wirklich was ändern? Es ist nämlich den Körper, ne, wenn man so steht, ein bisschen in Schwingen zu bringen. Das soll ich jetzt machen? Genau, wir bauen das auf. Ne? Also es wird, du hattest es ja heute schon mal gesagt, so, es gibt das Wort Schwabbeln. Ja. Im Englischen heißt es Jiggle. Und während wir sozusagen von ganz bisschen von unten den Körper anjiggeln, können wir spüren, schon mal gucken von, okay, wo spüre ich, wenn ich es nicht wüsste, dass sich irgendwas bewegt? Bauch, Po. Und irgendwie bei den Schulterblättern, so Rücken. So. Ja. Was wäre, wenn Fettgewebe aktives Potenzial wäre? Das mich einbettet, das mir Halt im Raum gibt.
In Macs Workshop lerne ich zum ersten Mal, Fett auch anders zu betrachten. Übrigens, das in meiner Hand ist eine Fettzelle. Es ist schon ein bisschen absurd, damit auf mir rumzurollen. Doch ich soll lernen, dass Fett nicht nur schlecht ist. Nichts, wovor ich Angst haben muss. Wenn ich so einen Wunsch hätte, wäre einfach so dieses keine Angst haben. Ich finde Angst, Dicksein und Angst, das ist so oft verknüpft. Angst, sich irgendwie zeigen zu können, wie man ist. Ja. Also keine Angst, im Sommer weniger? schwimmen zu gehen. Wirklich. Also wirklich, wann war ich das letzte Mal schwimmen? Warum war ich nicht schwimmen? Ja. Vielleicht war ich vor 10 Jahren das letzte Mal in einem Schwimmbad. Oder noch länger. Keine Ahnung. Aus Angst. So. Ja. Und das ist doch irgendwie krass. Also ab wann wäre es denn zu viel zeigen? Was würde noch gehen und was wäre schon zu viel? Ganz konkret. Das fängt bei mir schon sehr früh an. Also Ja. ich kann im Sommer irgendwie so Oberarme zeigen, kann ich schon nicht. Oder irgendwie kurze Röcke anziehen, kann ich schon nicht. Ist das überall gleich? Ja. Ich glaube, wenn ich das jetzt vor dir machen würde, dann wäre es okay, weil wir beide dick sind. Aber ich glaube, mit schlanken Leuten, das würde mir schwerfallen. Ich sitze hier, ich bin du. Das wäre jetzt dein Arm. So, das wäre hier. Du wärst die schlanke Freundin von dir. Was würdest du denken, was würde jetzt passieren? Wenn ich die Freundin wäre. Genau, ne? Also was befürchtest du, was passieren würde? Ich glaube, befürchten, dass aktiv was passiert, würde ich nicht. Aber in ihr? So möchte ich nicht aussehen. Glaube ich. Charlotte und ich treffen uns zum Shoppen. Normalerweise ist Klamottenkaufen für mich mit Stress verbunden. Denn das, was ich anziehen will, passt mir oft nicht. Doch dieser Laden hat nur Kleidung für dicke Frauen. Und Charlotte dabei zu haben, gibt mir Selbstsicherheit. Kennst du das oder hast du das, dass ich habe so viele Kleider oder Hosen in meinem Schrank hängen, bei denen ich sicher bin, ich werde da nie reinpassen, aber so diese Motivation. Ich kaufe mir dieses Teil und gebe am Ende für so ein Kleid viel mehr aus als meine eigentliche Größe mit der Motivation. Und das ist mir wert, dann da reinzukommen. Und eigentlich hängt es da und ich habe nur schlechte Laune. Und genau das ist das Ding, dass du halt, also das mache ich. Ich habe kein Teil, was mir nicht passt. Ich habe nichts im Kleiderschrank, was mir nicht passt. Und wenn, dann fliegt es direkt raus, weil ich auch gar nicht dieses haben will, oh, irgendwann passe ich da wieder rein. Ja. Nee, weil meine Größe jetzt ist genau richtig. Aber das ist so deine Komfortzone? Also das ist was du auch wirklich jetzt tragen würdest? Safe. Also sowas habe ich tatsächlich auch total in meinem Kleiderschrank hängen. Gibt es sowas, was komplett außerhalb deiner Komfortzone wäre? Mit Sicherheit diesen Glitzerrock, den du hast. Ja. Das sehe ich und ich weiß, wie es bei mir liegen wird, nämlich hier und hier. Ja. Und sowas ist irgendwie cool, weil ja, da kann so jede Größe drin stecken, so ungefähr. Also auch wenn ich jetzt irgendwie, ja, ich werde jetzt nicht aussehen wie eine 36, aber bei so einem Rock, als du eben schon gefragt hast, kann man sich den auch runter, dachte mir so, das würde ich nie anziehen, obwohl ich den total cool finde. Ich mag Glitzer, ich mag den Schnitt und hätte ich nicht so dicke Beine, ich würde den anziehen und kaufen. Und das war der erste Moment, dass ich eben so dachte, out of this world, den trotzdem anzuprobieren, also trotzdem was würde es mir bringen, wenn ich ihn anziehe? Außer dass dir steht das nicht so. Aber ich würde ihn jetzt mal, also ich probiere einfach mal an. Ja, du probierst einfach mal an. Genau. Ich probiere einfach an, genau. Voll.
Eieiei. Ich komme gleich. Lass dir Zeit. Okay. Sehr, sehr anders. Und auch jetzt, guck mal, ich habe irgendwie schon das Bedürfnis, so, vielleicht so fast wie den Bauch einzuziehen. Mhm. Ich guck dich halt an und ich denke so, ja, den nimmst du, den Rock, oder? Ich kann sagen, ich habe es mir, wenn das schon so zählt als Zugestand, ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt. Aber findest du, vielleicht ist das die schönere Lösung, einen Rock zu kaufen, der dir passt und in dem du dich noch nicht wohlfühlst, als einen Teil zu kaufen, in das du gar nicht reinpasst. Aber also, ne, dass eher sowas ein Ziel ist. Ja. Gut, neues Teil. Ich hätte nie gedacht, mir mal so einen Rock zu kaufen. Morgen hat Charlotte ein Fotoshooting und ich soll mit meinem Glitzerrock auch mitmachen. Ciao. Aber so richtig wohl ist mir bei dem Gedanken nicht. Charlotte nimmt mich mit zu ihrer Mutter. Beate wartet schon auf uns. Hallo. Hallo, ich bin Antonia Troschke. Hallo. Darf ich rein? Danke. Soll ich die anlassen? Okay. Ich glaube, wenn Körper ins Spiel kommt, hat jeder irgendeine Geschichte mit. Charlottes Dicksein war jahrelang Thema in ihrer Familie, hat zu viel Streit geführt. Hätten Sie sich denn mal gewünscht für Charlotte, dass sie nicht dick ist? Ja. Ja? Ja. Also so in dem Alter von 14, 15, 16. Mama, du hast es dir bis vor 5 Jahren gewünscht, dass ich nicht dick bin. Ja, es gab so ein Gespräch, wo ich wirklich gesagt habe, Mama, ich gehe jetzt auf Instagram und ich habe da einen Account und ich spreche da über meinen Körper. Und da saßen wir, ich weiß noch genau, wir saßen genau hier und ich habe gesagt, entweder bist du damit jetzt fein, dass ich online auch darüber spreche, dick zu sein und auch keine Diät. Ich werde nie wieder eine Diät machen und entweder ist es für dich okay oder ich muss mich distanzieren und es tut mir richtig weh, aber ihr tut mir einfach nicht gut, ihr seid nicht gut zu mir. Ihr habt irgendwie 20 Jahre probiert, mich zu verändern. So. Und da ist für mich nicht das, was eine Familie tun sollte. Und deswegen musste das irgendwie geklärt werden. Für mich war das so voll, das muss jetzt geklärt werden, das muss jetzt einmal angesprochen werden. Und ich wusste auch, das wird super unangenehm für Mama. Ja. Ja. Und ich glaube, also wenn ich rückblickend so gucke, also das soll jetzt keine Entschuldigung sein oder rausreden oder so, hat man immer gedacht, oder ich habe gedacht, ich tue das Beste für sie. Ja, und ich weiß, es war nicht das Beste. Und das tut mir natürlich unendlich leid. Und es gibt immer wieder Momente, auch heute, wo ich sage, oh Gott, Charlotte, mir tut so leid. Und wenn ich das sehe oder höre oder daran denke, also ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen, aber... Ich habe 10 Jahre meines Lebens, meine Jugend irgendwie so, das, was immer alle so in voll toller, meine Jugend war so toll, denke ich, oh Gott, das war so furchtbar. Das ist eigentlich traurig. Ich sehe es auch krass bei dir und auch in den Gesprächen mit dir, dass ich denke so, ey, vergeude kein einziges Jahr mehr mit Charme oder mit einem Glitzerrock, den du nicht kaufst oder so. Das ist verlorene Zeit, die du einfach da über den Jordan gehen lässt, weil du denkst, dein Bauch sollte in einem Rock nicht da sein oder sowas. Das kriegst du halt nicht zurück. Und ich finde es so wichtig, dass halt auch Leute sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ja, ich habe meinem Kind beigebracht, wie Diäten gehen, statt wie Selbstliebe geht. Es war blöd und macht's bitte anders. Und ich glaube, das ist das Krasseste. Da habe ich auch so, wurde ich so emotional, weil du gesagt hast, ich wünsche allen Eltern, dass sie es besser machen. Und das war für mich so ein, das ist schon groß. Das ist irgendwie ein Satz, der mich auch total ergreift. Das ist groß, auch das zu sagen, ne? Ja, aber das meine ich auch so, also... Da bin ich jetzt auch ein bisschen gerührt, wenn ich mich mal bei euch mit einklinken darf in euer Gefühl. Ja. Darfst du.
Über dieses Gespräch denke ich noch lange nach, denn es erinnert mich an meine Mutter und mich. Sie ist schlank, investiert viel in ihre Figur. Dicke Körper findet sie nicht schön. Das zu wissen, tut mir weh. Wie Charlotte und ihre Mutter mit dem Thema umgehen, beeindruckt mich. Noch am selben Abend erzählt Charlotte in ihrer Insta-Story von einer Kampagne der beiden. Meine Mama und ich haben doch vor ein paar Wochen geshootet. Es ist krass groß für mich einfach. Und ich kann gar nicht sagen, es ist einfach groß. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich zwinge das, seit einer Viertelstunde in der Kälte zu stehen und es anzustarren. Ich will mir die Kampagne selbst anschauen. In ganz Europa sind die Plakate zu sehen. Auch wenn es kitschig klingt, in dem Moment habe ich Gänsehaut. Everybody here to stay. Eine echt starke Aussage. Kann ich mich einfach hier so hinsetzen? Ja. Wow, hier singt man aber ein. Gemütlich. Cool. Also die Leute sind peinlich berührt, wenn man das Wort dick in den Mund nimmt und über sich selbst sagt. Ja. Und warum ist das so? Warum kann man nicht locker sagen, ich bin dick? Man kann ja auch sagen, ja, ich bin schlank. Weil es noch nicht ohne Wertung so richtig existiert. Wir sind alle groß geworden, dass dick eine Wertung ist. Und dass dick irgendwas ist, was dich tötet, was dich hässlich macht. Das kommt daher, dass du faul bist und gierig. Willensschwach. Willensschwach. Ja. Wenn das alles dann aktiviert wird, und so funktioniert ja Sprache, ne, das ist ein Netzwerk, mit dem Wort wird all das aktiviert. Und dann, wie kannst du denn von dir sagen, dass du willensschwach und hässlich bist? Und deswegen geht es oft darum, so einen neuen Rahmen um Sachen zu setzen. Du sagst von dir selber, dass du fett bist oder dick? Oder? Nee, ich bin fett. Für mich ist es einfach fett, weil das Wort war, das so am meisten in mich reingeschnitten hat als Kind. So. Fett war das, was ich auf keinen Fall, ich war dick, so, und habe so viel getan, um auf keinen Fall fett zu werden oder zu sein. So, das war so der Horror. Und für mich geht es bei dick und fett, und ich für mich Fett nehme, so, hat was mit Aneignung zu tun und einer Neubefüllung eines Wortes. Also sowohl meine Lebensrealität als auch der größte Power-Move war einfach, mir Fett zu nehmen. Das klingt ja total befreiend eigentlich. Ja, ich bin auch total geregt. Ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück. Richtig gut. Sieht richtig, richtig gut aus. Als junges Mädchen hätte ich Charlotte gerne als Vorbild gehabt. Ich habe früher selten dicke Frauen in der Werbung, in Magazinen oder im Fernsehen gesehen. Bis heute ist es kaum anders. Oh Gott, mach jetzt mal Bauch drauf. Wir haben ja auch irgendwie so gequatscht, dass eigentlich das oftmals nicht so eine Einzelmeinung ist, sondern dass wir einfach in der Gesellschaft ein Problem haben. Ja. Und das war meine wichtigste Erkenntnis. Also das, wenn du zusammenfassend sagen würdest, was ist das Wichtigste für mich, genau das. Zu erkennen, dass nicht ich das Problem bin und ich immer nur an meiner eigenen Selbstliebe rumdoktor, sondern das Problem ist gesellschaftlich, das sind wir als Kollektiv und ich kann mich so viel lieben, wie ich will. Wenn ich rausgehe und angemacht werde, weil ich eine Hotpants trage, dann ist meine Selbstliebe auch dahin. Ne? Also, wer glaubst du, ist denn fettfeindlich? Jeder? Wir alle. Jeder? Ja.
ich glaube, wir sind alle gleich sozialisiert worden, wir leben alle in der gleichen Zeit. Ich bin fettfeindlich. Also selbst ich ertappe mich bei Gedanken und merke, krass, da bist du auch, da hast auch du noch so eine Resistenz gegen. Und ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, dass erstmal per se, es ist schlimm, aber es ist nichts Schlimmes. Ich muss niemanden an die Wand stellen und sagen, du bist fettfeindlich, sondern zu sagen, nee, wir haben alle Dinge, Verhaltensmuster, Dinge, die wir sagen, Dinge, die wir denken, Dinge, die wir mit Dicksein verbinden. Und das macht es dicken Menschen sehr schwer, akzeptiert zu werden. Wenn wir es wirklich machen, so eine rote Strumpfhose könnte auch geil sein mit einer geilen, glossigen Lippe. Bei dem? Ach, das kommt hier dazu? Überlege ich halt. Ach so, okay. Ja, weil das wäre geil, ne? Ja. Also Antonia, wir schminken jetzt um, ne? Du hättest jetzt Zeit, in deinen Glitzerrock zu steigen. Jetzt schon? Voll. Ja, voll. Mach. Ich fände das mit BH und dem Rock Bombe. Ja. Ist das vor dem Roten ein bisschen zu... Ich find's geil. Oh, eigentlich möchte ich gar nicht rauskommen. ich würde vielleicht doch das in nicht transparent anziehen. T-Shirt willst du anziehen? Also Charlotte hat ja noch was in nicht. Hey, das sieht ja super. Alles wirklich stark. Ich kann das manchmal nicht so ganz. Alle so. Ja, genau. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, ob das so empowernd, so ja, go for it, oder ob das halt, ja genau, aber ob man es halt sagt, um jemanden so zu unterstützen. Also wo würde man jetzt sagen, das sieht nicht gut aus? Wenn es nicht gut aussieht. Ja, wenn es nicht gut aussieht. Aber bei uns bist du halt auch falsch. Wir würden nie sagen, nee, also das ist jetzt für deinen Körper wirklich nicht mehr machbar. Genau. Wir würden dir sagen, wenn es einfach nicht passen würde und es cool aussehen würde. Aber mach das mal so, zieh mal deine Schüchen an, dann mache ich ein Bild und dann kannst du immer noch gucken. Deine Schüchen. Also ich kann jetzt nicht so Charlotte-Moves machen. Ich war eben schon sehr beeindruckt. Alles gut, entspann dich. Jetzt dir nicht so viel denken, nicht so viel drüber nach. Du gehst aber in die Mitte, genau. Und selbst, wenn du jetzt nur so machst, was sich für dich vielleicht total blöd anfühlt, ist alles gut. Mal gucken, dass du so ein bisschen im Spot bist. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Schwein auf der Schlachtbank. Was? Ey, das ist super, wirklich. Das ist nett, dass du das sagst. Das freut mich irgendwie. Nein, entspann dich wirklich, da alles super. Oh, jetzt. Yes. Auch selbst wenn du tanzen würdest, wäre das okay. Hallo? Ja, das ist sweet, das stimmt. Okay, der Anblick von mir im transparenten Shirt mit engem Glitzerrock ist noch ziemlich ungewohnt. Aber das Shooting macht mir auch Spaß. Hätte ich vorher gar nicht gedacht. Charlotte meinte mal zu mir, jeder Erfolg einer dicken Frau ist auch ein Erfolg für andere dicke Frauen. Für mich ist das gerade ein Erfolg. Yes! Danke! Und das jetzt ist eine Premiere. Denn mit meinen Freundinnen war ich noch nie am See. Bisher habe ich mich geschämt. Aber in den letzten Tagen habe ich gelernt, dass Dicksein okay ist, dass mir Glitzerröcke stehen und auch, dass ich mit Freundinnen schwimmen gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich meine Selbstzweifel komplett ablegen kann und wirklich nie mehr eine Diät machen werde. Fettfeindliche Beleidigungen werden mich sicherlich auch in Zukunft noch verletzen. Aber gerade jetzt bin ich echt in Wertschätzung mit meinem Körper. Und das fühlt sich nach Freiheit an. There's a drawer in a room in our house.